Hi, herzlich willkommen zum letzten Teil von unserem Zeichentutorial. In diesem Video geht es ums Shading. Und zwar machen wir dazu eine neue Ebene auf und können jetzt von der geflatteten Ebene uns eine Auswahl machen oder die Auswahl manuell ziehen mit dem Lasso-Tool und dann mit einem Pinsel oder einem Verlaufstool dann entweder Highlights oder halt dann Schatten setzen. Die Arbeit an den Schuppen war ein bisschen nervig, aber es hätte scheiße ausgesehen, wenn ich es nicht so gemacht hätte, glaube ich. Manchmal muss man ein bisschen was investieren, damit es gut aussieht. So, hier gehe ich jetzt nochmal drüber mit einer wieder ein Stückchen helleren Farbe und wiederhole das Ganze dann, glaube ich, noch ein, zwei Mal, bis ich dann wirklich einen sanften Farbübergang habe. Also das ist jetzt Cell Shading, weil ich im Prinzip mir mit dem Lasso-Tool einen Bereich auswähle und den dann halt entweder mit einem großen Pinsel oder mit einem Verlaufstool halt dann mehr oder weniger einfach nur füll. Manche machen das auch mit einem Pinsel, weil sie eine weichere Koloration oder eine realistischere Koloration lieber haben. Aber ich finde, da die Zeichnung vom Stil her und auch vom Inhalt her eigentlich eher wie so ein Cartoon ist, passt es eigentlich ganz gut, da das Cell Shading dazu. Wenn man koloriert, muss man sich natürlich auch immer Gedanken drüber machen, wo gerade das Licht herkommt. Also man hat natürlich auch ein bisschen Spiel, ein paar Freiheiten, aber alles in allem soll es schon grob passen, weil es fällt sonst einfach auf. Je nachdem, wie viele von diesen einzelnen Auswahlen ihr übereinander legt, oder beziehungsweise je nachdem, wie viel Farben ihr übereinander legt, umso weicher wird es im Endeffekt und umso realistischer sieht es dann im Endeffekt aus. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich habe meine Tuschezeichnung, da habe ich weiß auf transparent geschaltet. Das heißt, ich habe jetzt einen Alpha-Kanal, da wo eigentlich vorher weiß war. Und dann gibt es das kleine Häkchen Lock Alpha Channel, das, wenn man ankreuzt, wird der Alpha-Kanal gesperrt. Man kann mit einem Gradient zum Beispiel drüber gehen und koloriert dann bloß die schwarze Linie, die noch übrig bleibt. Das finde ich ziemlich cool, um sogenannte Line Holes zu machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das hier an der Hose gemacht und an den Schuppen. Eigentlich überall, wo man eigentlich so nicht wirklich eigentlich ein komplettes Schwarz hat, aber in der Tuschezeichnung ein Schwarz angelegt hat. So, jetzt noch ein paar Highlights.
Genau, noch eine neue Ebene mit einem schicken Verlauf. Die Ebene schalte ich auf Screen und nehme die Transparenz ein bisschen runter und schon hat man einen göttlichen Glow auf dem Chuck Norris. So, hier habe ich beschlossen, dass ich am Fuß nochmal so ein Line-Hold machen möchte. Und das war's dann auch schon. Das ist die fertige Zeichnung. Dankeschön.